Du hörst die 6. Folge vom Podcast «So Long Covid». Die 6 Folgen sind aufbauend. Falls du die erste noch nicht gehört hast, fangst du am besten dort an. Hallo Zita. Das ist eine Sprachnachricht von Jan. Aus der Zeit, als er in der Reha-Klinik war, im Frühling 24. Schwer krank ist er die meiste Zeit im abdunkelten Zimmer gelegen, wegen seiner Lichtempfindlichkeit. Erst wenn die Sonne untergegangen ist, hat er die Vorhänge der Fenster aufmachen. Ich wollte nur erzählen, dass gestern schon ein ganz klarer Abend war. Wir haben die Sterne gesehen. Und vor allem sieht man einen Stern gut von meinem Zimmer, der ganz hell ist, wo man schon als Erster sieht. Es ist noch tief am Horizont. Und das ist anscheinend der höchste Stern vom Nordhimmel. Der Stern, den Jan davon erzählt, der heisst Arctur. Und weil er so hell ist und so tief am Horizont, dass man ihn schon sieht, tut er so flimmern. Also ich habe das Gefühl, wegen der Atmosphäre tut er so zittern in verschiedenen Farben. Und weil ich ja am Abend aber zitter oder eigentlich den ganzen Tag, habe ich mich sehr verbunden gefühlt mit dem Stern. Jetzt habe ich schon ein paar Mal beobachtet, den Stern. Ich freue mich, irgendwann ihn gesehen. Er ist der hellste Stern am Nordhimmel und befindet sich in der Verlängerung vom grossen Bär. Man nennt ihn darum auch Bärenhüter. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir auf Geiss, sagen wir. Der Jan und ich fahren auf Geiss. Gees auf Seislerdeutsch. Oder Gäs, so sagen sie nämlich im Appenzell richtig. Im Sommer 25, ein gutes Jahr nach seinem Klinikaufenthalt, ist der Jan wieder gesund. Und wir gehen zusammen zurück an den Ort, wo die Kehrtwende passiert ist. Wir wollen den Sternenhimmel beobachten. Und vor allem den Arctur sehen. Es ist schon am Eindunkeln. Das ist perfekt für die Sterne. Ja, aber es hat die Wolken. Es hat nichts mit dem Arctur. Es hat schon den ganzen Tag geregnet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir heute die Sterne sehen werden. Also das passiert noch runter. Das würde ja noch passen. Mhm. Jetzt muss ich da nicht. Ja. Da steht Geiss. Hello guys. Jetzt also auch noch auf Englisch. Auf den Tag gewartet, dass du das sagen kannst. Schau, jetzt sind wir da. Krass, ist jetzt das erste Mal? Ich glaube es, ja. Schon noch krass. Ich weiss, der Jan und ich sagen Touren krass in dieser Aufnahme. Aber da war es halt auch für uns. Steigen wir mal. Ja. Krass, oder? Ja, schon noch. Ja, und schon noch krass, als du angekommen bist, haben wir einfach dort rauffahren und nachher den Rollstuhl holen. Ja, kann man sich schon nicht mehr vorstellen. Ich bin Zita Bauer und das ist der Podcast «So Long Covid». Die 6. Folge «Status nach». Das ist der Abschluss dieser 6-teiligen Podcast-Serie. Wir kommen zurück zu den Geschichten von Jan, der Jasna, der Marlen und der Patricia. Was bleibt von ihrer Erfahrung, an Long Covid erkrankt und wieder genesen zu sein? Und wir schauen führen. Wir beleuchten das Potenzial des neuroplastischen Ansatzes nicht nur für Menschen mit der Diagnose Long Covid, sondern auch für Menschen mit Reizdarm, Kopfweh, Rückenweh oder anderen chronischen Symptomen. Und wir suchen Antworten auf die Fragen, wie können wir als Gesellschaft Rahmenbedingungen so gestalten, dass Menschen wieder genesen können? Und was braucht es, dass Beschwerden vielleicht gar nicht erst so schlimm werden? Zuerst aber nochmal zurück auf Geiss. Wir sind in der Reha-Klinik und erinnern uns an Jan seinen Aufenthalt hier. Wir stehen hinter dem Gebäude. Es hat dort einen Aussenbereich mit einer Terrasse, einem Barfußweg und einer kleinen Betonstege. Die erste Stege, die ich um mich eingelaufen bin, nach Monaten ohne Stege. 5 Stegentritte. Und dann bist du da unten gestanden und dann hat es mega Überwindung gebraucht. Ja, weil ich einfach nicht gewusst habe, was passiert. Ist das jetzt gerade mit zu viel oder nicht? Der Jan hat zu dem Zeitpunkt eigentlich schon ziemlich Vertrauen gefasst, dass seine Symptome einen neuroplastischen Ursprung haben. Man hat sich freuen, dass es jetzt geht, aber man war halt nicht sicher, kann man die Symptome halt so typisch zeitversetzt halt gleich. Und dann war so ein bisschen eine Unsicherheit gleich da. Ja, schon noch krass. Jedes Mal, wenn die Symptome nicht so schlimm kommen wie erwartet, wird das Vertrauen in den eigenen Körper gestärkt. Und wenn die Symptome gleich kommen, ist es wichtig zu wissen,
Das ist normal. Die neuronalen Bahnen verschwinden nicht sofort. Aber dann hilft das Vertrauen, dass die Symptome nichts Schlimmes bedeuten. Das Gehirn will einem schützen, aber es ist ein Fehlalarm. Man ist in Sicherheit. Mit der Zeit beruhigt sich das Nervensystem und es gibt immer weniger Symptome. Und man kann Schritt für Schritt die grosse Fragilität hinter sich lassen. Der Jan ist schlussendlich knapp 2 Monate in der Reha-Klinik geblieben, obwohl er nach der ersten Woche fast heimgeschickt worden wäre, wie es ihm schlecht gegangen ist. Wir haben davon erzählt in der ersten Folge. Und in dieser schlimmen ersten Zeit in der Reha-Klinik ist das mit dem Guardian-Artikel passiert. Uns ist eine neue Welt aufgegangen mit diesen neurobiologischen Erkenntnissen. Wir haben realisiert, am Jan sein Körper ist nicht per se kaputt, sondern seine Symptome sind erlernt. Und es gibt konkrete Behandlungstechniken für das. Und mit dem Wissen... Es war eigentlich Therapie in der Klinik super, aber eben mit dem Wissen, dass ich gesund kann. Und auch, dass sein Körper nicht irreparabel geschädigt ist, sagt Jan. Mit dem Wissen und Vertrauen, dass seine Symptome einen neuroplastischen Ursprung haben, haben die Therapien in der Klinik wie auf einer anderen Ebene gewirkt. Autogenes Training oder die körperliche Aktivierungen zum Beispiel. Er habe dann gewusst, mit diesen Therapien tue ich aktiv die neuronalen Bahnen neu verknüpfen und das Nervensystem beruhigen. Aktiv zu der Genesung beitragen. Und so hat sich sein Zustand verbessert. Aber das war erst möglich, als er sich vom gängigen Narrativ über Long-Covid abgewendet hat. Also weg vom symptombasierten Pacing, weg vom Energiemanagement und der Idee von einem unveränderbaren, tiefen Leistungsniveau und weg von der Annahme, dass Crashes den Zustand langfristig verschlechtern und Symptome unumkehrbar chronifizieren. Erst dann hat er wirklich von der Therapie in der Reha-Klinik profitieren. Und das bedeutet, dass er sich permanent abgrenzen von dem, was dort erzählt worden ist. Vom medizinischen Personal und auch von anderen PatientInnen. Beim Jan ist es dann schnell gegangen. 1,5 Monate und er konnte schon wieder auch längere Strecken laufen. Und nach 2,5 Monaten ist er wieder auf den Berg gewandert. Das war eindrücklich, auch für mich zum Miterleben. Wirklich fast ein bisschen wie ein Wunder. Es ist aber jeder Weg individuell. Das muss man akzeptieren und das ist auch nicht einfach. Weil man kann als Betroffene Verbesserungen kaum erwarten. Auch Jasna kennt das gut. Trust the process. Sich selber gut zureden kann dabei helfen, neue neuronale Verknüpfungen zu schaffen. Sie hat sich fast mantraartig immer wieder gesagt, hey, der Körper ist gesund, der Körper ist gesund, der Körper ist gesund. Auch wenn der Körper sich noch wahnsinnig krank angefühlt hat. Zum Dranbleiben hat sie sich ein Ziel gesetzt. Gut, sie sagen ja, man sollte sich nicht ganz so fest ein Ziel setzen, weil sonst will man es zu fest. Aber mein Ziel war schon ein bisschen, dass ich auf einen Skihochtourenkurs gehen konnte. So einen Kurs, wie sie dort mal absagen musste. Und ja, ich denke, das hat mir schon ein bisschen geholfen, dran zu bleiben. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu fest gepusht, aber irgendwie schon, hey, du kannst es. Sich zu fest zu pushen, etwas zu erzwingen, kann kontraproduktiv sein. Hilfreicher ist es, mit einer Grundhaltung von Gelassenheit herzugehen. Das ist nicht ganz einfach. In der Genesung spielen ganz viele Faktoren mit rein, die man auch nicht alle versteht. Was sicher ist, man ist auf Unterstützung angewiesen. Wenn eine Person an Long-Covid erkrankt, wird das zur Belastungsprobe für das ganze Umfeld. Es war eine harte Zeit, sehr hart. Es ist extrem schmerzhaft und auch für Kinder. Patricia hat 2 Kinder. Die waren 10 und 14, als sie krank geworden ist. Und den Weg finden, ihnen das zu erklären. Wir haben zum Glück einfach auch viel Unterstützung gehabt. Andere haben sich eingeklinkt, mitgeholfen und das Familiensystem unterstützt. Das ist ja sowieso verrückt, was bei diesen Long-Covid-Geschichten, was das Umfeld auch an Arbeit leistet, an Unterstützung. Das ist eindrücklich und gleichzeitig etwas, was wir auch vom System her mal anschauen müssen, was es eigentlich auch braucht für Finanzen oder für Möglichkeiten, wirklich den Leuten nochmal anders zu helfen. Die Patricia, Jan, Jasna und Marlene konnten von Long-Covid und ME/CFS genesen. Und sie sind keine Einzelfälle. Da haben uns die vielen Gespräche mit Betroffenen und ExpertInnen während unserer Recherche bestätigt. Mit der Veröffentlichung von dem Podcast haben uns auch nochmal weitere Personen geschrieben. Die Eva zum Beispiel. Es tut so gut zu hören, wenn der eigene Genesungsweg, den man alleine und mit richtig viel Widerstand vom System gegangen ist, validiert wird. Oder die Mona: Ich mache sehr gute Erfahrungen mit Pain Reprocessing Therapy. Und euer Podcast gibt mir Mut und Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin.
Oder auch Menschen, die nur schon in diesen 5 Wochen, seit der Podcast aus ist, eine Veränderung spüren. Tamara zum Beispiel hat uns vor ein paar Tagen geschrieben, dass sie das erste Mal wieder eine kleine Runde joggen konnte. Hey Tamara, wir freuen uns so fest mit dir. Gleichzeitig kommen wir auch Nachrichten über, die uns bestätigen, wie dringlich es ist, dass sich etwas verändert. Nachrichten von Betroffenen, die ihre Ersparte für Therapien ausgegeben haben, die schlussendlich nichts genützt haben. Von ratlosen Eltern, die nicht mehr weiter wissen. Und von verzweifelten Betroffenen, die schreiben, dass sie durch unseren Podcast das erste Mal seit langer Zeit wieder ein bisschen Hoffnung spüren. Die Dringlichkeit für Veränderung ist gross, das ist unbestritten. Was braucht es also, damit sich die Situation für Betroffene verbessert? Mehr Forschung. Da sind sich alle Expertinnen einig, die ich mit ihnen geredet habe. Forschung in alle Richtungen. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass man für eine Subgruppe oder vielleicht auch mehr als eine Subgruppe irgendwann noch einen Marker findet. Das ist möglich. Katrin Bopp, Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde am Universitätsspital Basel. Es ist wichtig, auch weiterhin nach Markern, also möglichen strukturellen Schäden, zu suchen. Gleichzeitig gibt es mit dem neuroplastischen Ansatz für viele Betroffene schon heute ein plausibles Modell, das therapeutisch relevant ist und Genesungsperspektiven eröffnet. Da sieht sie keinen Widerspruch. Da geht es nicht um entweder oder, um die eine Wahrheit, sondern es geht um neurobiologische Erkenntnisse, deren Nutzung vielen Menschen eine Genesung ermöglicht hat. Weil aktuell am vielversprechendsten braucht es besonders mehr Studien zu Behandlungsmethoden aufbauend auf diesen neurobiologischen Erkenntnissen. Ich wünsche mir, dass uns genügend Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt werden, dass wir das weiterdenken und uns weiter vernetzen können und das Angebot mehr Betroffenen zur Verfügung stellen können. Es braucht ein breiteres und umfassendes Therapieangebot, das die neurobiologische Erkenntnis mit einbezieht. Die Krankheitsbilder von Long-Covid sind vielfältig und komplex, wir haben es gehört. Darum ist es auch wichtig, dass zusammen gearbeitet wird, über Abteilungen und Disziplinen aus, sagt Rainer Schäfert, Professor und Chefarzt für Psychosomatik am Unispital Basel. So wie wir aufgestellt sind, erlebe ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ist aber auch etwas, was im Endeffekt Unterstützung braucht, auch von der Gesundheitspolitik, weil zum Teil die Tarifierung von Leistungen so gestrickt ist, dass wir eher in Silos reingetrieben werden immer wieder, ganz fokussiert irgendwelche isolierten Leistungen erbringen und dann wird der Patient wieder weggeschickt und das macht nichts besser. Theoretisch ist man sich in der Medizin einig, dass Krankheiten biopsychosozial verstanden werden müssen. Praktisch aber wird häufig nicht danach gehandelt. Auch weil das Gesundheitssystem nicht dafür ausgelegt ist. Es ist schlussendlich also auch eine politische Frage. Es braucht Rahmenbedingungen, die Genesung fördern. Also zum Beispiel, dass Betroffene unkompliziert finanziell abgesichert werden. Die Abklärungen mit der IV und allgemein finanzielle Sorgen sind aktuell eine grosse Zusatzbelastung für viele und können Symptome verschlimmern. Dass etwas gehen muss, das ist auch der Schweizer Politik bewusst. Das Parlament hat im vergangenen Herbst den Bundesrat beauftragt, eine nationale Strategie auszuarbeiten, um die Situation der schätzungsweise 300.000 bis 450.000 Menschen mit MECFS und Long-Covid zu verbessern. Es geht dabei um eine nationale Stossrichtung und Koordination. Und ein Ziel ist eben eine angemessene Unterstützung von Sozialversicherungen. Im Moment laufen die Vorarbeiten zu dieser Strategie. Wir führen Gespräche mit verschiedensten Akteuren. Zudem braucht es mehr Aufklärung über das Wissen in der Gesellschaft und damit auch eine Anerkennung von neuroplastischen Symptomen. Das würde auch eine präventive Wirkung haben. Ja, also wenn ich mir überlege, was hätte ich sein können, wenn ich schon ganz am Anfang von dieser Krankheit von dem Ansatz erfahren hätte. Wenn man neuroplastische Symptome früher erkennt und gezielt darauf reagiert, kann man verhindern, dass sich Muster verfestigen und Symptome chronisch werden. Man kann verhindern, dass es so lang und so schlimm wird. Der Jan hat auch darum keine Angst vor Rückfällen. Aber jetzt habe ich den neuroplastischen Mechanismus verstanden und weiß genau, was ich machen kann, falls in der Zukunft um mal Symptome kommen. Und habe volles Vertrauen, dass ich nicht mehr in so eine Abwärtsspirale geraten würde. Wir haben die Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der Schmerztherapie in diesem Podcast hauptsächlich im Zusammenhang mit Long-Covid besprochen. Die Tragweite ist aber noch viel grösser. Das ist uns während der Recherche immer klarer geworden.
Die westliche Medizin hat in den letzten 2 Jahrhunderten unglaubliche Fortschritte darin erzielt, dass man Krankheiten, die früher noch tödlich waren, nicht mehr sterben. Antibiotika, Operationen, Impfstoff und so weiter. Das hat unsere Lebenserwartung drastisch erhöht und ist in vielerlei Hinsicht ein Segen. Gleichzeitig gibt es immer mehr chronische Erkrankungen. In der Schweiz leben schätzungsweise 1,5 Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen. Rückenweh, Kopfweh, Migräne und Muskel- und Gelenkschmerzen sind die häufigsten. Jede 6. Person ist betroffen. Dazu kommen Menschen mit Reizdarm, Tinnitus, Schlafstörungen, Schwindel, funktionelle neurologische Störungen und noch viele mehr. Die Liste ist lang. Chronische Symptome sind allgegenwärtig und gleichzeitig irgendwie unsichtbar. Sie sind zum Teil extrem einschränkend im Alltag, aber die Betroffenen lernen damit zu leben. Auch für diese Beschwerden gibt es eine neue Perspektive. Ich glaube, dass die Ansätze neuroplastischer Symptome da viel Potenzial haben, Innovation zu bringen und neue Wege zu öffnen. Der Rainer Schäfert vom Unispital Basel. Es ist stark wirklich der Eindruck, dass das nicht auf einzelne spezielle Symptome beschränkt ist, sondern dass sich das verallgemeinern lässt oder dass sich das bezieht im Endeffekt praktisch auf jede Art von Körperbeschwerden. Es ist also noch grösser. Bei jeder Erkrankung oder Verletzung und besonders bei lang andauernden können Lernprozesse im Gehirn eine Rolle spielen. Selbst wenn wir sozusagen organisch bedingte Beschwerden haben, bei Schmerzbeschwerden zum Beispiel, über die Länge, über die Dauer, über die Chronizität hin, sehen wir auch bei diesen Beschwerdebildern eine zentrale Sensitivierung des Gehirns für diese Beschwerden. Auch dort bilden sich entsprechende neuronale Netzwerke aus, die dann diese Beschwerden auch weiter verstärken. Das muss nicht die alleinige Ursache sein, aber das ist dann eine Verstärkung und Verschlechterung dieser Beschwerden, die ähnlichen Mechanismen folgt. Auch wenn ein struktureller oder organischer Schaden vorliegt, entsprechen die Symptome also nicht zwingend einem messbaren Schaden. Das ist in der Medizin eigentlich ein bekanntes Phänomen. Bei Bandscheibenvorfällen beispielsweise. Im MRI kann jemand eine starke Abnutzung zeigen, aber wenig Schmerzen haben. Oder umgekehrt. Die Symptome korrelieren also nicht unbedingt mit dem messbaren Parameter. Da müssen wir bei der Behandlung mitdenken. Bei einem strukturellen Befund braucht es eine medizinische Versorgung auf der körperlichen Ebene. Keine Frage. Und gleichzeitig gilt es auch, den neuroplastischen Anteil entsprechend zu behandeln. Das ist ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial. Ein Potenzial, das noch grösser ist für alle Erkrankungen, wo man keinen strukturellen Schaden findet. Es ist ein Perspektivwechsel. Weg von der Idee, dass man für jedes einzelne Symptom eine eigene Lösung braucht. Hin zu einem Verständnis, dass oft ähnliche Mechanismen im Nervensystem dahinter stehen. Der Jan, der Physiker ist, redet von der kopernikanischen Wende in der Medizin. Also ja, ich sehe es ein bisschen so. Ich sehe ein bisschen die Ähnlichkeit von das wie so mit einer Perspektivwechsel, also wie so mit einer anderen Grundlage, dass plötzlich ganz viele Sachen viel mehr Sinn machen als davor. Der Kopernikus war der, der erkannt hat, dass Planeten nicht um die Erde, sondern um die Sonne kreisen. Mit dem Perspektivwechsel haben die Bahnen der Planeten plötzlich Sinn gemacht. So wie auch die Symptome von chronischen Beschwerden mit dem neuroplastischen Verständnis plötzlich schlüssig erklärt werden können. Genau, dann machen plötzlich alle die verschiedenen chronischen Krankheiten, wo man nicht hat verstanden hat, wie sie genau funktionieren. Warum verhalten sie sich so? Sie wissen nicht in das System hineinpasst. Und mit dem neuroplastischen Verständnis machen alle die chronischen Krankheiten plötzlich viel mehr Sinn und haben quasi einen Platz im Sonnensystem. Eine kopernikanische Wende. Ein Perspektivwechsel bringt viele verschiedene Symptome in einen logischen Zusammenhang. Also die Symptome kreisen um die Sonne dann. Genau. In schönen Bahnen, wo man erklären kann, warum. Neuronale Bahnen. Eine kleine Revolution in der Medizin. Das Ziel bei chronischen Erkrankungen ist bis jetzt meistens Symptomlinderung. Lernen damit zu leben. Die Erkenntnisse aus der Neurobiologie und Schmerztherapie stellen das grundsätzlich in Frage. Sie gehen davon aus, dass Genesung möglich und realistisch ist. Das ist die Revolution, die schon voll im Gang ist. Am Universitätsspital Basel haben sie mit Fatigue- und Long-Covid-PatientInnen angefangen. Mittlerweile wenden sie das Wissen immer mehr auf alle möglichen chronischen Körperbeschwerden an.
Gleich hat es auch Jan gemacht. Seit Jahren habe ich ja chronische Nackenschmerzen gelitten, wo er schon zu x verschiedenen Physios und Osteos gegangen ist, aber es nie wirklich besser geworden ist. Und auch das Restless Leg Syndrom, was so ein ganz komisches und unangenehmes Gefühl ist in den Beinen, aber kann auch in den Armen sein oder quasi am ganzen Körper. Jahrelang hat Jan, der heute 33 ist, gehört, man wisse nicht, was die Ursache von dem ist. Man könne leider nichts machen. Und tendenziell wird es mit dem Alter eher immer schlimmer. Und mit den gleichen Techniken konnte ich eigentlich jetzt genauer die Symptome bekämpfen und verlieren. Heute hat Jan nur noch ganz selten Nackenschmerzen und Symptome vom Restless Leg Syndrome. Die Geschichte von Jan hat dann auch bei der Jasna, die Jan von früher noch kennt, einen Gedanken ausgelöst, der im klassischen Verständnis von einer chronischen Krankheit eigentlich gar keinen Platz hat. Im Gespräch mit dem Jan, wo wir uns das erste Mal wieder getroffen haben und uns austauschen haben, hatte ich wie eine Vision gehabt. Dann ist es noch nicht so gut gegangen. Dann war ich ganz am Anfang. Aber ich habe schon ein bisschen weit das Ziel gesehen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich wollte einfach eines Tages, es muss jetzt nicht in einem Monat sein, vielleicht ist es so in 2 Jahren. Das sollte man sich nicht so festlegen, oder? Aber ich wollte zu meiner Hausärztin gehen und ihr sagen, sie soll einen Status nach bei meiner Diagnose tun. Das macht man ja so in der Medizin, wenn etwas vorbei ist, dann schreiben wir Status nach. Und für mich ist das ein bisschen ein Widerspruch. Wenn du eine Diagnose hast, postvirales chronisches Fatigue, oder, dann ist das eine Lifetime-Diagnose eigentlich. Und wenn du dann da Status nach kannst, vor dran schreiben, ist es ein Widerspruch. Ein bisschen. Aber ein schöner. Jasna hat sich lange gesträubt vor der Diagnose Post-Covid und chronisches Fatigue-Syndrom ihrer Akte. Als Ärztin hat sie genau gewusst, was das heisst. Chronisch heisst lang andauernd, häufig ohne absehbares Ende. Bis sie aufs neuroplastische Krankheitsverständnis gestoßen ist. In diesem Podcast haben wir Jasna ein Stück auf dem Weg ins Leben zurück begleiten. Von dieser Vision, die sie vor gut einem Jahr hatte, von ihrem grossen und damals illusorischen Wunsch, wieder Skitouren zu machen. Bis zum Sommer 25, wo ich die Interviews mit ihr geführt habe und es ihr schon wieder viel besser gegangen ist. Und vor ein paar Wochen, im Februar 26, habe ich dann diese Sprachnachricht bekommen. Hey Zita, ich habe mich kurz bei dir melden, weil ja, mir geht's gut und ich war da gerade auf einem Gipfel bei 1400 Höhenmeter, so Problem, wo ich gelaufen. Ich habe einfach mögen und ich habe so viele positive Gedanken über meinen Körper und merke, dass es anders ist, dass ich wirklich um mich Vertrauen habe. Es ist echt fantastisch. Ja. Ich gucke noch gerade auf den Gipfel. Ich konnte leider nicht auf dem Gipfel das aufnehmen, weil es ein bisschen stressig war und nicht so schönes Wetter. Aber es ist toll. Es ist so toll. Vor allem für die Jasna, die jetzt tatsächlich wieder Skihochtouren erleben kann. Aber auch für mich ist so eine Nachricht emotional. Einerseits, weil ich der Jasna ihren Weg näher mitbekommen habe und es mich so freut für sie. Und andererseits, weil es mir an die schwere Zeit erinnert, die ich mit dem Jan durchgemacht habe. Und es mich einfach so glücklich macht, dass er heute wieder gesund ist. Die beiden, Marlene und Patricia, können heute wieder alles machen, was sie vor ihrer Erkrankung gemacht haben. Genesungsgeschichten wie ihre können mögliche Wege aufzeigen für andere Betroffene. Und auch, dass man diesen Symptomen nicht hilflos ausgeliefert ist. Zum Glück, weil Betroffene sind jetzt krank und können nicht warten, bis die Erkenntnisse angekommen sind und Politik und Medizin sich revolutioniert haben. Patricia? Ja, wirklich eine Handlungsmacht, die wieder gekommen ist, weil ich bin ja derart ohnmächtig war, weil ich einfach quasi nichts mehr machen konnte von all dem, was ich sonst selbstverständlich machen konnte und eben, wo mich dann wie auch ausgemacht haben. Und die Erfahrung von wirklich nicht wissen, inklusive auch quasi die Spitzenmedizin, die auch nicht wirklich weiss, wie es weitergeht. Das war sehr schwierig und aus dem heraus dann wie merken, entstehen neue Handlungsmöglichkeiten über den extrem ungewöhnlichen Weg, also den ich auch zuerst entdecken musste. Genesungswege sind einzigartig. Und gleichzeitig haben Patricia, Jan, Jasna und Marlene ähnliche Schritte durchlaufen. Sie haben von anderen erfahren, die mit dem neuroplastischen Ansatz genesen sind, haben Hoffnung geschöpft und Aha-Momente erlebt. Sie haben sich das Wissen über Online-Ressourcen und Bücher angeeignet und mit verfügbaren Therapieformen quasi trainiert, das Nervensystem beruhigt und Symptome uminterpretiert.
Bodyscan, Yoga Nidra, Journaling oder auch Hypnotherapie, Physiotherapie und so weiter. Man muss für sich herausfinden, was ihm am meisten entspricht. Es war ja dann auch sehr bewegend und berührend zu merken, wie ich relativ schnell aus dem schlimmsten Zustand rausgekommen bin und wieder laufen konnte. Und all die Sachen zurückgekommen sind, habe ich einfach sehr schnell das Bedürfnis gehabt, das weiterzugeben. Genesungsgeschichten können Mut machen, aber auch Schuldgefühl und Druck auslösen. Ich habe auch immer wieder gemerkt, dass Betroffene aus guten Gründen sagen, also erstens haben sie schon 100'000 Ratschläge bekommen. Und dann ist es auch nicht so einfach, wenn man schon lange damit kämpft und dann kommt jemand und sagt, mir geht es so viel besser. Also das sind alles ganz, ganz schwierige, wie soll ich sagen, Grundlagen auch für einen Austausch. Ein neuroplastisches Syndrom ist etwas, was einem passiert. Wie andere Erkrankungen auch. Man kann nichts dafür. Es spielen ganz viele Faktoren rein, die man auch nicht alle versteht. Von der persönlichen Geschichte und Lebenssituation über körperliche und genetische Voraussetzungen, Vorerkrankungen hin zu gesellschaftlichen Bedingungen. Und darum ist auch der neuroplastische Ansatz vielleicht nicht der Weg für alle. Long-Covid ist eine schlimme Krankheit, wo ganz viele Leute daran leiden. Ein Nicht-Ernstnehmen der Beschwerden, eine Stigmatisierung oder zusätzliche Belastungen wie finanzielle Sorgen können alles nur noch schlimmer machen, wie wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Aber die Geschichten, die wir in diesem Podcast gehört haben, zeigen, es gibt einen möglichen Weg raus. Es war eine harte Zeit, die die 4 und ihre Angehörigen durchgemacht haben. Aber auch eine lehrreiche. Wie zu merken, ja, das ist jetzt auch eine geteilte Erfahrung, die wir alle miteinander gemacht haben. Man kann ganz schlimm krank sein, man kann wieder gesund werden. Und also auch da gibt es so ein Glück, oder, das wir teilen im Nachhinein. Oder manchmal auch darüber reden und sagen, weisst du noch, bist du mich im Spital besuchen. Und es war so traurig. Und jetzt gehen wir wieder, ich weiss auch nicht, in die Aare schwimmen. Die Radsportlerin Marlen Reusser nimmt ihre Erkenntnis auch mit aufs Rennrad. Viele haben so diesen Glaubenssatz oder sagen zumindest, der Kopf ist alles. Das hört man viel im Spitzensport. Aber ich glaube nicht, viele glauben es wirklich. Oder verstehen, dass sie der Kopf sind und sie in der Hand haben. Und ich glaube, mir hat es extrem so eine Erkenntnis von Selbstwirksamkeit gegeben, die ich vorher nicht so hatte. Das Erleben gibt ein anderes Niveau von Verständnis. Ich weiss nicht, wie ich das alles verstanden oder begriffen, wenn es nicht so dringend wäre und ich einfach mehr darauf eingeladen, weil ich dachte, ja, ich möchte gerne mein Leben zurück. Wenn man mir hätte gesagt, hier gibt es eine Pille gegen Long-Covid oder du musst da den ganzen Weg gehen, ich meine, da hätte ich auch die Pille genommen, ich kann es dir ganz ehrlich sagen. Es ist einfach einfacher. Wirst du sie jetzt auch im Nachhinein nehmen? Gute Frage. Nein. Wenn ich wie im Nachhinein jetzt würde sehen und meinen Weg angucken, klar, ich hätte mir Leiden ersparen und ich habe gelitten. Ich sage es jetzt einfach gerade so. Aber ich habe so viel Erkenntnis gewonnen für mich. Es ist wirklich so bereichernd und ich habe jetzt Tools. Ich habe Tools, wie ich mit Sachen umgehen kann, wie ich Sachen angehen kann, wie ich Emotionen spüren irgendwie, oder schauen, was in mir vorgeht. Es ist Wahnsinn und ich glaube, ich möchte das irgendwie gleich nicht missen. Siehst du den Stern? Oder ist das kein Stern? Ist das nicht das Licht auf dem Sandis oder so? Wir sind nochmals Geiss im Appenzellerland. Jan und ich wollten den Sternenhimmel beobachten. Du erinnerst dich. Es hat den ganzen Tag geregnet. Jetzt aber hat es aufgehört. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir warten einfach, bis wir ihn sehen. Der Arctur, der hellste Stern am Nordhimmel, der geflackert und zittert hat wie der Jan. Und dann konnte ich mich ein bisschen trösten, dass ich nicht alleinig bin in der Unruhe. Ehrlich gesagt ist es gar nicht so wichtig, ob man wirklich sehen, den Arctur. Wenn wir etwas gelernt haben in dieser krassen Zeit in den letzten Jahren, dann, dass Wunder in den kleinen Sachen versteckt sind. Zum Beispiel in der Fähigkeit, auch einen Regentag zu geniessen. Ist er da? Ja, ich glaube nicht. Aber sie können einfach führen. Gell? Das ist doch cool. Oh, ich muss schnell machen. Jan hat auf seinem Handy eine App zum Sternen bestimmen. Oh, im Fall könnte es sein. Ist er da? Ja, das ist er. So cool. Ist einfach der einzige Stern, den man sieht. Das ist krass. Zum Glück hast du so einen hellen ausgewählt.
Das ist der Podcast «So Long Covid». Status nach, die 6. und letzte Folge. Das war es. Danke fürs Zuhören und eure Nachrichten, die uns unglaublich freuen. «So Long Covid» ist eine unabhängige Podcast-Serie von Jan Zosso und mir, Zita Bauer. Wir freuen uns sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Über unsere Webseite kannst du uns auch mit einem finanziellen Beitrag unterstützen. Originalmusik Janusz Meinzen und Moritz Widrig, Mastering, Mix und Sounddesign Christina Baron, dramaturgische Beratung Franziska Engelhardt, redaktionelle Mitarbeit Stella Bollinger, Sprachregie Irene Müller, Aufnahmestudio Radio Rabe, Host und Schnitt Zita Bauer, Produktion, Konzept und Redaktion Jan Zosso und Zita Bauer. Und einen riesengroßen Dank allen, die mit uns geredet haben. Besonders der Jasna, der Marlene und der Patricia für ihre Offenheit und das Vertrauen. Der Podcast wird unterstützt von der Stadt Bern, Burgergemeinde Bern, Ernst-Göhner-Stiftung, Community-Plattform Ting, Gesellschaft Obergerwern, von der Marlene Reusser und von all denen, die über das Crowdfunding und unsere Webseite gespendet haben. Danke vielmals. Alle Infos über den Podcast findest du auf solongcovid.ch. Übrigens, der Jan ist nochmal zurück in die Reha-Klinik. Nicht als Patient, sondern als Referent. So, dann machen wir mal eine Sprachnachricht. Vor 3 Wochen, Ende März 2026. Ich bin jetzt gerade in Geis. Ich war gerade in der Reha-Klinik. Oh, das ist ein bisschen schlimm da mit dem Gyko. Ich bin gerade in Geis. Ich war gerade in der Reha-Klinik. Jedes Mal. Und habe auch in einer sogenannten Resilienzgruppe, also so eine Gruppentherapiestunde quasi in der Reha-Klinik, wo alle Long-Covid-Betroffenen zusammenkommen, 1 oder 2 Mal pro Woche. Und in dieser Resilienzgruppe bin ich jetzt dabei gewesen und habe meinen Weg, wie ich über gesund kam, erzählt. Und dann haben sie vor allem auch Fragen stellen und das war mir schön gewesen. Sie sind auch noch 3 Mal nachgefragt, also was das jetzt bedeutet, ob ich alles machen kann und keine Pause mehr machen muss und auch keine Angst mehr haben, dass es um mich kommt. Ja, voilà. Das ist der kleine Bericht. Tschüss.